Hier ist sie, meine Favoritin für die Zubereitung des Costa Rica Kaffees, die klassische Filtermaschine. Jetzt bauen wir die als allererstes mal auseinander und gucken uns da mal an. Hier die Wasserdusche. Filterpapier haben wir vorher angenässt und durchgenässt und dann auch schon eingesetzt, damit wir alles das, was wir so an kleinen Partikelchen da drin haben, damit wir das schon rauslösen, dann hier einsetzen und dann kriegen wir ein tolles Aroma in die Tasse. Und jetzt geht es um das entsprechende Verhältnis zwischen gemahlenem Kaffeepulver und dem Wasser. Wir haben uns jetzt hier entschieden für 1 Liter Wasser und 70 Gramm Kaffee. Das ist aus meiner Sicht, als mein Tipp, das beste Verhältnis, um den Costa Rica Arabica hier richtig herauszuschmecken. Der Mahlgrad ist dann ein entscheidender Punkt auf einer Skala von 1 bis 13. 1 ist so Mokka, samtfein, da spürt man eigentlich so die Körnchen so gut wie gar nicht. Bis 13, das sind wirklich schon fast so Kaffeekugeln eigentlich. Und da gehen wir in die Mitte, so um die 5. Mahlgrad 5 ist hier mein Tipp für die Filtermaschinenzubereitung. So, als allererstes füllen wir jetzt mal das Wasser ein. Und als nächstes natürlich den Kaffee. 70 Gramm, gemahlen auf 5. Einfach zusammendrücken. So. Dann verteilen wir den nochmal schön gleichmäßig. Ist auch ganz wichtig, damit das Wasser auch gleichmäßig den Kaffee benetzen kann. Deswegen also nicht irgendwie da ein Hügel, da ein Tal, sondern gleichmäßig dort eben den Kaffee auf dem gleichen Level verteilen. So, und jetzt können wir eigentlich hier schon wieder alles schließen. Kommt die Wasserdusche wieder dazu. Deckel drauf. Und los geht's. Dann wollen wir doch mal schauen, was Costa Rica uns zu bieten hat. Ja, das ist der Duft, das ist so ein bisschen die Vorfreude, wenn man so denkt, ich habe so eine Ahnung, was dabei rauskommen könnte. Also das Erste, was ich eigentlich hier schon habe, das ist so ein bisschen was Fruchtiges. Ja, mal gucken, ein bisschen Vanille ist auch mit dabei. Aber jetzt probieren wir es natürlich vor allen Dingen mal. Wundert euch nicht, ich schlürfe jetzt gleich so ein bisschen. Nicht, weil ich irgendwie Kinderstube vergessen habe, sondern so schmeckt man es besser. Ja, und wisst ihr, so das Erste, was mir da jetzt gerade so durch den Kopf geht, von den vielen, vielen Aromen, die drin sein können, ich suche mir da mal was. Ich hatte es eben schon gesagt, Vanille. Wenn ihr jetzt auch gerade so den Duft von Vanille genau in der Nase habt, so im Mund, so wie ich, das ist das typische, so ein leichter Hauch von Vanille, den finde ich auf jeden Fall hier im Costa Rica Kaffee. Und etwas, das war in der Nase schon und das habt ihr dann direkt auch in der Tasse, das ist die Birne. So eine weiche, sanfte Süße, die sich wunderbar hier verbindet, auch eben mit Vanille. Und ich muss noch mal probieren. Ich muss irgendwie noch mal probieren, muss noch mal gucken. Klingt komisch, ne? Ich kann nichts dafür. Ist aber so. Und da fällt mir noch was ein. Ich guck mal. Ha! Vanille und Birne mit der Süße hatte ich schon mal. Und jetzt finde ich noch, da ist so ein Waldhonig, so ein bisschen was Kräftigeres vom Honig mit dabei. Das ist so, ja genau, so herb, würzig. Klar, Honig ist in der ersten Erinnerung ist natürlich was Süßes, aber da ist auch so was würzig-erdiges mit dabei. Also das ist auf jeden Fall auch mit dabei. Und ja, das sind eigentlich so meine beiden letzten Ideen, die mir so durch den Kopf schießen. Zitrus, Säure, Frische ist immer ganz wichtig im Kaffee. Costa Rica hat das auf jeden Fall immer mit dabei. Und das ist so ein bisschen die Apfelsine. Ja, die ist mit dabei. Das ist das, was dann den Kaffee auch einfach eben lebendig macht. Und nochmal, ja, wenn ihr das jetzt riechen könntet, so ein bisschen das Fruchtige von den Rosen. Das ist das, was auch wirklich Costa Rica, das Land zwischen den beiden Ozeanen, Atlantik und Pazifik, viel Vulkan und viele nährstoffreiche Böden, das ist das, was es ausmacht und solch vielfältige Kaffees ergibt. Genau so habe ich mir den Arabica aus Costa Rica vorgestellt.
Wunderbar.